Wow. Wow. Was für ein Publikum. Herzlich willkommen zur Jubiläumssendung, die 30. Sendung Brinkhoffs Ballgeflüster hier im Westfalenpark und mit einem fantastischen Publikum. Das ist, sage ich, für die Nächsten ganz schwer zu überbieten. Sie sind richtig gut drauf und freuen sich, dass Sie heute hier sind. Und wir freuen uns natürlich auf eine schöne Sendung und haben dafür ganz spezielle Gäste. Jubiläum heißt spezielle Gäste. Und unser erster Gast hat dafür gesorgt, dass unsere Mannschaft topfit in die neue Saison gegangen ist. Und auch sonst ist er derjenige, der unseren Jungs Beine macht. Seit 2012 ist er bei uns. Ich freue mich heute auf unseren Athletik- und Reha-Trainer Andreas. Unser nächster Gast ist seit dieser Saison wieder beim besten Verein der Welt. Er war von 1999 bis 2005 schon einmal bei uns. Er ging auf Torejagd. Er ist der einzige Spieler, der es geschafft hat, mit einem Kreuzbandriss ein Tor zu schießen. Das in Wien. Herzlich willkommen. Er ist jetzt unser Talentetrainer. Was das ist, wird er uns gleich erklären. Herzlich willkommen, Otto! Ist das nicht schön, alte Gesichter wiederzusehen? Ich habe mich so gefreut, als ich gehört habe, dass Otto zurückkommt. Der ist so ein feiner Kerl, also ich bin total happy. Ja, jetzt kommt ein Spieler zu uns. Er ist einer unserer neuen Gesichter, einer der Top-Transfers in diesem Sommer. Er ist Nationalspieler und in seinem Pflichtspieldebüt für den BVB am Samstag hat er direkt ein Tor gemacht. Herzlich willkommen, unsere Nummer 19, Julian! Ja, Runde komplett. Normalerweise haben wir immer jetzt so einen kleinen Beitrag gemacht. Jetzt machen wir die erste Frage. Andi, erste Frage an dich. Du siehst die zwei hier, Julian und Otto, jeden Tag. Sind sie kräftig genug, hier die kommende Stunde bei mir durchzuhalten? Auf alle Fälle. Wir haben uns eben auch nochmal gut gestärkt. Also, war eine besondere Vorbereitung für die Sendung erforderlich? Ja, wir mussten mit Julian extra trainieren. Ne, das haben wir eben hinter uns gebracht. Deswegen sieht er jetzt so frisch und munter aus. Das ist das Schöne an Julian. Julian hat einfach immer eine gute Antwort. Deshalb freue ich mich, dass er heute hier ist. Der eine oder andere kennt ihn nicht. Ganz toller Junge. Und nach der Sendung, ihr werdet ihn alle lieben. Davon bin ich überzeugt. Ja, Otto, schön, dass du wieder bei unseren Farben bist. Nicht nur als Talentetrainer, sondern du bist auch direkt wieder aktiv geworden. Du spielst bei BVB 3. Wie lief es? Bitte? Wie lief es? Ja, zum Glück gut. Zwischenzeitlich stand es mal 5-5 gegen die Presse. Also müssen wir erklären, einmal im Trainingslager in Bad Ragaz spielt der Staff gegen die Presse. Und da gab es auch schon legendäre Spiele, auch mit Kloppo, die haben wir live kommentiert. Ein Video haben wir genannt, der Schlechter von Bragel. Das war Fritz Lünschermann, der hatte dann direkt zwei Leute so ziemlich nah ans Krankenhaus getreten.
Sind Freundschaftsspiele übrigens. Nobby nebenbei, ich erinnere mich an die Anmoderation damals im Trainingslager von dir, weil du warst mit BVB Total damals live dabei, also noch da hieß es Willkommen bei den Paralympics. Ja, das hat uns mal richtig das aufgebaut. Sah aber komisch aus. Also ich nehme alles zurück. So. Ja, es gibt sogar ein Mannschaftsfoto. Wie war das nochmal? Du wolltest ja noch unterbrochen, ne? Ach so, ja, genau. Es stand 5-5. 5-5. Das wollen wir gewinnen. Danke, Julian. Nee, es stand 5-5 und ich bin da so ein bisschen ins Schwitzen gekommen, weil vorher hieß es, wir haben noch nie gegen die verloren. Und ja, jetzt war ich dabei, auf einmal stand es 5-5. Zum Glück gab es haben wir das dann einen gewonnen. kausalen Zusammenhang zwischen dem 5-5 und deinem Mitwirken? Ja, ich hatte dann die Vermutung und dachte, okay, jetzt, wenn wir das Ding verlieren, dann wird das an mir festgemacht und zum Glück ist es aber anders ausgegangen. Wie hoch? Ist es, ich weiß gar nicht mehr, 10? 10-5. 10-5? 10-5. Ja. Becky hat dann nochmal richtig Gas gegeben. Otto hat ungefähr 4 Tore geschossen. Ja, sehr schön. Ja, und jetzt sind wir bei unserem Neuen, bei Julian. Du bist jetzt seit ein bisschen mehr als einem Monat hier in Dortmund und unsere Fans wollen natürlich wissen, wie hast du den BVB, die Stadt, die Menschen, das Umfeld in den 6, 7 Wochen kennengelernt? Was ist dein Eindruck? Muss ich jetzt da sogar seriös antworten? Den unseriösen Part haben wir extra ein bisschen nach hinten gelegt. Nee, sehr gut. Also ich glaube, man merkt sofort, dass das natürlich eine sehr fußballverrückte Stadt hier ist. Das Stadion kannte ich ja schon durch die Jahre zuvor, habe dann aber eher gefühlt wie die Augsburger jetzt am letzten Samstag. Also es war nicht... So schön ist das nicht, ne? War nicht so schön. Aber ja, es ist natürlich jetzt Wahnsinn, was die Erfahrungen, die man jetzt hier zum einen sammelt, die Mannschaft, mit der man zusammenspielt. Und klar, für mich persönlich war es natürlich ein Highlight jetzt am Samstag, wenn du vor der Süd triffst, reinkommst. Hatte zwar am Anfang dann ja auch ein bisschen Probleme. Wir hatten uns darüber vorher unterhalten. Genau, und ich habe es mir zu Herzen genommen, du hast gesagt, wenn du einmal vor der Süd triffst, dann ist das wie eine Sucht. Und ich habe ihn abhängig gemacht. Der trifft das nächste Mal wieder. Nee, und es ist, es war einfach rundum ein fantastischer Tag und ein fantastischer Monat. Ja, wir haben natürlich heute die ganz große Bühne gewählt, weil wir dich noch besser kennenlernen möchten. Wir sind jetzt gerade dabei. Wir machen mal jetzt den Anfang und lassen einen Menschen zu Wort kommen, der mehr über dich weiß. Und deshalb hat jetzt das Wort unser Kapitän Marco Reus. Julian Brandt, schwierig. Der Junge besitzt eine Playstation natürlich, spielt, glaube ich, jeden Tag Fortnite. Ich weiß nicht, ob er schon das Licht draußen in Dortmund gesehen hat, aber er ist ein fantastischer Junge. Ich meine, ich kenne ihn ein bisschen aus der Nationalmannschaft und wir haben natürlich viele Jahre schon gegeneinander gespielt. Und, ich freue mich echt, dass er hier ist. Ist ein lustiger Typ, offener Typ und ich denke, er wird uns noch sehr, sehr viel Freude bereiten. Und was ich mir manchmal von ihm wünsche, ist einfach, dass er, wenn er aus dem Urlaub wiederkommt, dass er ein bisschen brauner ist, weil der Junge ist, ich weiß nicht, ob er nie rausgeht im Sommer, oder ob er Sonnenschutzcreme 100 nimmt, das weiß ich nicht. Da muss er auf jeden Fall dran arbeiten. Ich wüsste natürlich schon gerne, was du dazu sagen. Ja, ich muss das jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen, ne? Weil das geht mir schon ein bisschen nahe jetzt gerade, die Wörter. Also, Er sprach von Lichtschutzfaktor 500. Aber da gibt es auch so eine Sache mit dem Glashaus. ja. Gut, Spaß wird er mit mir die Saison nicht mehr haben. Ich bin sein Sitznachbar, ich werde mir da einiges einfallen lassen.
Aber trotzdem nett, dass er zwischen den Zeilen noch ein, zwei gut gemeinte Worte gefunden hat. Das Fußballerische war okay. Das ist viel wichtiger als weiße Beine. Weißt du, was das Schlimme an der ganzen Geschichte ist? Der ist ja kein Stück brauner. Das ist ja das Schlimme. Ja, du hast ja ein bisschen jetzt schon mitgekriegt, wer sind denn so die lustigsten in der Truppe jetzt, außer Marco und du? Das ist eine gute Frage. Wer macht noch ein bisschen Blödsinn? Guerrero, viel. Ja, der ist nur am Quatschen die ganze Zeit und hier und alles ist lustig und liebt es, den Hampelmann zu spielen, das ist schon, aber wirklich ein herzensguter Mensch. Ein toller Fußballer auch. Ja. Und ein fantastischer Fußballer, ja. Ich liebe es, wie er Fußball spielt, wie er einfach, ja, er ist ein Straßenfußballer. Ja, Mo ist eher, speziell. Mo kommt in die Kategorie sehr witzig, aber den will man immer so streicheln, weil der immer so niedlich ist. Der ist immer so, der tut keiner Fliege was, das ist alles immer bestens und so zu höflich schon fast. Und da denkst du dir immer so, oh, du armes kleines Küken. Aber nein, auch er, klar, wir haben allgemein, finde ich, innerhalb der Kabine eine sehr, sehr gute Stimmung allgemein. Also jeder bringt da jeder bringt da ein bisschen was rein. Macht ja einfach Spaß, wenn es auch lustig ist. Ja, solange du gewinnst halt, ne? Ja, genau. Und Mo nicht im Setzkasten landet irgendwie. Wie würdest du dich selbst charakterisieren? Also grundsätzlich würde ich eigentlich von mir behaupten, dass ich schon eher ein ruhiger Typ bin. Also ich bin jetzt nicht... Eigentlich bin ich nicht der jetzt Leute entertaint oder sowas, aber ja, ich bin halt ein Wohlfühlmensch und wenn ich mich wohlfühle, dann komme ich halt auch ein Stück aus mir raus. Mit anderen Worten, du fühlst dich schon ziemlich wohl hier. Ja. Schön. Das finde ich schön, das finde ich toll und wichtig. Fußballerisch, glaube ich, brauchen wir gar nicht zu reden. Aber ich glaube, wenn du dich einfach wohlfühlst, wenn du dich mit deinen Kameraden verstehst, wenn du Bock hast, Fußball zu spielen, spielst du einfach besser. Andi, erzähl doch mal ein wenig, was für einen Typen, Julian, hast du kennengelernt? Ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich habe ihn gar nicht kennengelernt. Ich hatte eher das Gefühl, er ist schon irgendwie lange da. Ne? Weil, den auch schon vorher im Fernsehen gesehen. Aber er war einfach da, ist sofort vom Gefühl her angekommen. Ist natürlich ein sehr sympathischer Mensch. Ist auch einer, mit dem kann man auch wirklich normal reden. Ne? Er ist wirklich das Verhältnis ist wirklich sehr gut. Wir mussten am Anfang haben wir leider ein bisschen zu viel miteinander arbeiten müssen. Aber jetzt ist er ja hoffentlich dann auch ganz normal im Mannschaftstraining dann drin. Und dann du als Offensivspieler, Otto, du kannst jetzt natürlich am besten den Offensivspieler Julian Brandt beschreiben. Ja, es ist einfach schön, ihn beim Fußballspielen zu sehen. Ne? Also ich habe ihn leider schon als U19-Trainer beim HSV kennengelernt, dabei bei Wolfsburg. Und da hat er euch ein paar reingemacht? 6-0 gewonnen, ne? 6-0 gewonnen? Ja, einmal 6-0, einmal 5-1. Und immer Tore von Julian. Ich habe mal geguckt, Oberneuland, da hast du ja auch mal gespielt. Und die Geschichte zwischen HSV und mir ist natürlich, ich bin gebürtiger Bremer. Und so wie Dortmunder das natürlich fühlen zu ja. Diese Rivalität. 6 Wochen, was das alles bringt. Diese Rivalität. Das ist so. Ne? Diese Rivalität. So ist das natürlich, wenn du in Bremen geboren bist, zum HSV. Und dementsprechend war ich natürlich auch immer sehr motiviert. Sorry. Jetzt? Nee. Sorry, Otto. Nee, das ist super. Also bringt Spaß, ihm zuzusehen. Auch als junger Spieler schon hoch veranlagt? Er hat schon in der als B-Jugendlicher in der A-Jugend gespielt und hat uns da, also am liebsten wäre ich selber aufs Feld gegangen und wieso stoppt ihr den nicht? Wahnsinn. Nee, also bringt Spaß, ihm zuzusehen. Ne? Und ich bin froh, dass ich jetzt auch Teil der Mannschaft bin und ihn, aber auch andere jeden Tag beim Training sehen kann. Also bringt Spaß. Sehr schön. Ja, wir von BVB TV, wir haben wochenlang wochenlang recherchiert. Wir wollten natürlich unseren Fans auch
deine Person etwas näher bringen. Und irgendwie mussten wir ein Porträt über dich zusammen bekommen und das so zeigt, wie er wirklich ist. Bitte schön. Treffsicher ist er ja. BVB-Premiere, erster Schuss, Tor. Und das unmittelbar vor der Südtribüne. Zwischen Fans und Julian Brandt ist also direkt der, aufgepasst, Funke übergesprungen. Ihr wart auch mal witziger, ne? Ja gut, das mag stimmen. Aber du, mein Freund, hattest auch deine Startschwierigkeiten. Ich will nur wissen, welche Farbe ich bin. Jetzt schwarz-gelb, mein Bester. Ist das wirklich so schwierig? Sie wissen. Ach, schau an. Auch verbal schießt der Julian gerne scharf. Weitere Beispiele gefällig? Viele kannte ich schon, viele, die ich noch nicht kannte, waren sehr nett. Außer Paco, aber sonst war es sehr entspannt. Das 23-jährige Multitalent beweist übrigens auch beim Arschbomben-Contest großes Potenzial. Oder als Profi-Wrestler. Fragt sich nur, ob als guter oder Bösewicht. Also ich würde jetzt, wenn ich auf der Straße bist, würde ich jetzt nicht denken, Du bist böse. Also Hätte ich jetzt nicht so Angst vor Ich dir. bin eigentlich ein eiskalter Killer. Das, lieber Julian, hast du schon unter Beweis gestellt. Und wir wünschen dir weiterhin eine solche Treffsicherheit. Findest du, dass wir dich in dem Porträt gut getroffen haben? Ja. Die Hintergrundmusik hat mir nicht so gefallen, aber sonst war gut. War nicht so? Das verlächerlicht das immer so ein bisschen. Ja? Oh, ich fand's Aber sonst war gut. ja, ne? Wer hat da gesprochen? Der Danny? Oder? Danny, ja. Oh, gut, Danny. Gut gemacht. Jetzt musst du uns natürlich noch erklären, du hast ja einen Spitznamen, ne? Skipper. So nenne ich mich selber ja, bei WhatsApp. Ja. Wie, So werde ich eigentlich nicht auf der Straße genannt oder von meinen Freunden oder sowas. ja, und wie kommt man? Wie kommst du zu Skipper? Wir sind ja unter uns. Ich finde Pinguine sehr cool. Und es gibt ja die Madagaskar-Pinguine. Und irgendwann habe ich habe 2 Brüder, mein Vater saß im Wohnzimmer. Dann habe ich die angeguckt und dachte, wir nennen uns jetzt genauso wie die Pinguine von Madagaskar. Und dann haben wir uns alle Namen gegeben. Und du bist Ja, Skipper? und ich war dann der Anführer so ein bisschen. Weißt du, musste dann die Fahne hochheben und Vater musste dann ein bisschen zurücktreten, aber Schön. eigentlich nichts Spektakuläres. Aber vielleicht etabliert sich da der Name noch ein bisschen. Man kann aber schon sagen, so, und das meine ich wirklich sehr, sehr positiv, dass du das Herz auf der Zunge trägst. Das ist ja einfach eine Eigenschaft, die ich sehr, sehr, sehr positiv bei dir finde. Ja, die meisten Eigenschaften an mir, muss ich tatsächlich auch gestehen, habe ich halt von meinen Eltern auch gelernt oder auch in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen vererbt bekommen, Charakterzüge. Und die legen schon sehr, sehr viel Wert darauf, dass du natürlich auch zum einen ein sehr geerdeter Mensch bist, natürlich auch deine Manieren behältst, egal welchen Job du ausübst und einfach auch, oder haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass du natürlich auch fröhlich durchs Leben gehst. Und sie haben mir gerade im Fußball sehr, sehr viel geholfen, mir vieles geebnet. Ich glaube, ohne die hätte ich es kaum geschafft und dementsprechend ist vieles ihnen zu verdanken. Ich denke, mit diesen positiven Eigenschaften kann man komplett gut durchs Leben gehen. Ja, Otto, für dich war das auch die Rückkehr zur alten Wirkungsstätte. Wie hast du die Atmosphäre und das Spiel erlebt? Ja, super. Also es war für mich natürlich wieder schön. Es ist generell wieder zurück zu sein und das ist immer so ein Gefühl, man kommt da rein und eigentlich, okay, man kann es nicht wissen, aber man denkt, okay, wir gewinnen. Das ist einfach so. Als du damals hier warst, da ist ja schon ein bisschen her, 1999 bis 2005, was hat sich da Wesentliches verändert? Gibt es da irgendwas, was dir direkt aufgefallen ist, als du ins Stadion bist oder Atmosphäre? Also im Stadion ist gar nicht so. Also das war damals schon gut und ist jetzt genauso oder vielleicht ist es noch besser, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es einfach ein super Gefühl, ausverkauftes Haus,
Fans sind dabei, bei jeder Grätsche, bei jedem Torschuss, bei jeder Aktion. Das ist ja sensationell. Das ist ja, einmalig in Deutschland oder sogar fast auf der Welt eigentlich. Und ansonsten das Ganze drumherum hat sich natürlich geändert. So. Das ist so, ja, früher, weiß nicht, war dann auf dem Trainingsplatz war dann Skibbe und Uwe Neuhaus und Ja, das war's. Teddy de Beer. Ah, ja. Genau. Und dann, das war's dann so. Und jetzt ist dann natürlich so ein Riesenteam mit Reha-Trainer, Athletiktrainer, Talente-Trainer und Physios. Und ja, das hat sich natürlich alles geändert. Das ist alles viel größer geworden. Die Jungs werden natürlich bestens bedient. Ne? Auf ihre Bedürfnisse wird eingegangen. Und Ja, bei uns gab es noch Kotelett mit Kartoffelsalat. Ich glaube nicht, dass das heute noch gibt. Ist aber lecker. Ja klar, das hat sich natürlich alles entwickelt. Ne? Genau. Kommen wir ja gleich nochmal mit Andi drauf. Ja, der ein oder andere, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, kennt vielleicht Otto nicht so gut. Deshalb haben wir für die 3, die ihn nicht kennen, ein kleines Filmchen vorbereitet. Otto Addo, der personifizierte Publikumsjubel. Mit Leichtigkeit spielt er sich in die Herzen der Fans, engagiert, treffsicher und stets kreativ beim Jubel. Unvergessen sein Tor gegen Wien, ein Schlenzer in den Winkel und das mit Kreuzbandriss. Jetzt ist er zurück als Talentetrainer. Die Integration der Stars von morgen, kein Problem für einen Mann, der schon alles erlebt hat. Das ist schon cool, ne? Da ich ja auch das eine oder andere kleine Problem mit meinem Knie habe, kann ich mir richtig vorstellen, was da in dir vorgegangen ist. Das Tor gegen Wien hatte ich natürlich unsterblich gemacht, bei jedem BVB-Fan, ganz klar. Und es ist auch zum Tor des Monats gewählt worden. Und wenn du die Bilder jetzt gerade noch mal siehst, was geht da in dir vor? Eigentlich jetzt gar nichts mehr, ich habe es schon so oft gesehen. Ja, aber damals war schon bitter natürlich, weil ich dann irgendwo auch wusste, okay, jetzt nach dem 3. Kreuzbandriss. Aber jetzt mal ohne, du hast weitergespielt. Hast du denn nicht gemerkt, dass du einen Kreuzbandriss hast? Doch, aber wie man so als Spieler so ist, ich habe es gemerkt, ich habe es gewusst, aber ich wollte es nicht wahrhaben. So, ich habe gesagt, nee, es geht schon. Dr. Braun hat gesagt, Otto, komm runter. Ich sage, nee, geht schon. Und das ist irgendwie unvorstellbar, oder? Ein Kreuzbandriss ist ja, finde ich, das einer der schlimmsten Sachen, die willst du ja als Spieler, da willst du ja gar nicht mal drüber nachdenken. Aber ja, irgendwie hast du das geschafft, das Ding da reinzupüllen. Ne? Also, Respekt, ja. Unfassbar. Das war Glück. Nein, das war gut. Lass uns auf heute blicken, Otto. Machen wir dein Knie nicht. Genau. Bitte? Wir haben nur unter uns gesprochen. Aha. Lass uns ein bisschen nach vorne blicken. Wir wollen nicht zurückschauen. Talentetrainer. Bist du beim BVB, so wirst du betitelt. Ist noch alles recht frisch. Umreiß doch mal dein Aufgabengebiet. Um was sollst du dich kümmern und was machst du? Okay, ich versuche es mal zu beschreiben. Also mein Aufgabengebiet sind die jungen Spieler, die im Kader der ersten Mannschaft sind. Und darüber hinaus noch die 3, 4 Besten oder die Top-Talente, die von den Trainern so betitelt werden aus der U23, die 3, 4 Besten aus der U19 und dann noch aus der U17. Die betreue ich. Ich versuche die Trainer, aber auch die Spieler mit der Philosophie von der ersten Mannschaft dann auch zu vereinen, dass die Trainer und die Spieler selbst dahin arbeiten. Wir machen dann mit den jungen Spielern extra Trainingseinheiten, das wird sich dann in der Saison dann ergeben. Darüber hinaus mache ich dann mit denen halt Videoanalyse nach jedem Spiel, das sie gespielt haben. Schneide ich dann die
10, 12 prägnantesten 10 heraus und besprecht die mit denen, guckt dann, was sie sehen, wie sie die Situation überhaupt beurteilen und was sie dann besser machen können oder was sie vielleicht schon gut machen. Ich frage jetzt auch mal Julian, weil du bist jetzt nicht mehr 18, aber ich glaube, dass so eine Position einfach unschätzbar wertvoll in einem Verein ist. Ja, natürlich, weil die Jugendarbeit wird ja immer wichtiger. Also ich meine, gut, über die Marktwertpreise brauchen wir ja in der heutigen Zeit nicht mehr reden. Und gerade auch in Deutschland ist es ja eine Liga, wo junge Spieler sich einfach sehr, sehr gut entwickeln können. Und ich glaube, ja, dass es für den BVB einfach super ist, wenn natürlich auch gerade Spieler aus der eigenen Jugend langsam, aber behutsam herangeführt werden an die erste Mannschaft und dann natürlich auch irgendwann hoffentlich dann auf dem Platz stehen werden im Stadion, weil das ist zum einen Identifikation und zum anderen ist es einfach dann auch günstig. Und, das stimmt. Und du zahlst dann nicht für einen 17-, 18-Jährigen 35 Millionen. Das ist am Ende dann auch leider ein gewichtiger Grund und deswegen finde ich sehr, sehr gut. Also, und authentischer kannst du es nicht mehr rüberbringen mit einer Person, die mit einem Kreuzbandriss ein Tor geschossen hat. Auch das, ja. Ja, oder besser geht es ja nur wirklich nicht. Wir wollen natürlich auch wissen, was Otto Addo für ein Typ ist, was er wirklich für ein Typ ist. Und da haben wir einen gefragt, den Otto sehr gut kennt. Hallo zusammen und vor allen Dingen hallo Otto. Was viele von euch wahrscheinlich gar nicht wussten, ist, dass Otto schon immer irgendwie für den BVB akquiriert hat. In einem gemeinsamen Urlaub hat er nämlich auch mich davon überzeugt, für unsere Farben zu spielen, für unseren BVB. Dazu kann er wahrscheinlich mehr erzählen. Ich bin auch noch im Urlaub, deswegen schöne Grüße. Ich will euch nicht länger aufhalten und viel Spaß mit Otto. Was wollte er sagen? Ich bin noch im Ozean? Ja, genau, im Schwimmen, genau. Ja, Otto, das musst du erzählen. Ihr wart zusammen im Urlaub und du hast gesagt, Ovo? Ja, also er hatte damals ja in Bremen, leider Gottes in Bremen gespielt. Das sind die Hamburger Jungs. Ja, genau. Und er ist aus Hamburg. Also dass ihr zwei euch so gut vertraut. Er ist aus Hamburg. Ich habe ihn, weiß ich, der war glaube ich so 18, 19 und der war 14, 13. Und wir haben Basketball immer gespielt in so einer Clique und da war er dann auch da. Durfte da aber nicht mitspielen, er war noch zu klein. Und irgendwann wurde er größer und durfte mal mitspielen, habe ich ihn kennengelernt und ich wusste gar nicht, dass er Fußball spielt. Er hat Basketball und Fußball gespielt und dann irgendwann war er dann, ich glaube, Lüneburger SK in der Regionalliga, ich habe mich gewundert. Und da konnte er sogar Fußball spielen, dann ist er nach Bielefeld und wir haben immer Kontakt gehalten. Und später waren wir dann auch häufiger zusammen im Urlaub. Und da hat er mir von den Angeboten von Dortmund erzählt, habe ich gesagt, das musst du machen. Also was Besseres gibt es nicht. Das ist ein Wahnsinnsverein, das ist eine riesen Chance für dich. Und damals war der Verein, ja, leider so ein bisschen ins Mittelmaß dann so abgerutscht. Was? Und, ja, so leicht, ganz leicht. Und deswegen hat er so Zweifel, habe ich gesagt, pass auf, mach dir gar keine Sorgen. Dieser Verein mit diesen Fans, der wird immer irgendwo wieder um die Meisterschaft spielen und ja, so ist es dann auch gekommen. Und er hat sich dann dafür entschieden, hat mich gefreut und der Verein ist, denke ich mal, wieder da jetzt, wo er auch hingehört, ganz oben. Und wir haben Julian. Andi, jetzt kommt natürlich eine Frage, ob du die überhaupt beantworten kannst. September 2003, das Traumtor von Otto. Wo hast du es damals geschaut? Wie alt warst du da? Das verrate ich nicht, aber 2003. 16 Jahre? Ja, genau. So um die 16 war ich. Das muss zu meiner Sportuni-Zeit gewesen sein. Das bedeutet, wir haben so ein schönes kleines Institut gehabt, wo wir dann eine eigene Cafeteria hatten und dann mit viel Hopfenschorle dann abends nach dem langen Studientag dann Fußball geguckt haben. Also es könnte sein, dass es in dem Rahmen war. Ich erinnere mich aber manchmal nur sehr verschwommen an die Zeit. Das kann dann dem Hopfenzeug da gelesen. Ja, manchmal ist da was verschwommen. Ja, wir haben am Anfang haben wir es schon gesagt, Otto ist direkt hier eingeschlagen wie eine Bombe bei BVB 3. Wie viel Arbeit war es für dich, ihn für das Spiel jetzt im Trainingslager fit zu kriegen? Also muss wirklich sagen,
ich kann nicht so gut kicken. Ich bin immer froh, wenn die Jungs dann dabei sind. Ich bin immer nur da, dann, um zu laufen, irgendwelche Räume zu schließen. Aber dann, vielleicht hat man Otto die Treppe runtergehen sehen, das läuft rund, aber Profifußball fordert nun eine Tür aus seinem Tribut, aber dort ist er wie ein Hase, ist er durch die gegnerischen Abwehrreihen durch. Wir sind alle stehen geblieben, haben uns nur noch gefreut, uns angeguckt und haben gesagt, wie geht das denn? Also das war ganz großes Kino. Ja, so war der auch früher. Unser Otto. Mit Kreuzbandriss. Wusstest du das? Hattest du das vorher schon mal gehört? Das höre ich zum ersten Mal. Das glaubt mir ja auch keiner. Ja, harter Junge. Mhm. Hast du aufmerksam auf die Rückennummer geachtet? Bei Otto eben? Was hat er? Die 19. 19! Wer hat die 19 noch? Julian Brandt. So, hier haben wir nur Fachleute sitzen. Ich weiß das. Wir machen jetzt mal hier eine Mitmachshow raus. So, wer hatte noch die 19? Oh, Kevin war jetzt auch einfach. Ist aber richtig. Noch was? Der Hut? Ist auch richtig. Habt ihr noch was? Oh, sehr gut. Paulo Sousa. Jetzt wird es aber gleich eng. Das ist richtig. Klimovic, Diego Klimovic. Die meisten wissen gar nicht, dass Diego mal hier war. Jetzt fehlen noch 2. Also seit 1996. Den einen kennt ihr, glaube ich, gar nicht. Thomas Hengen hatte sie noch. 98, 99. Und jetzt kommt's. Mehmet Akgün. Von 2004 bis 2007 hat 2 Bundesligaspiele gemacht. Ja, trotzdem. Also, verpflichtet. Ich geb mein Bestes, ja. Ja. Kommen wir zu dir, Andi. Bin da. Einer, der nicht so im Rampenlicht steht, heute Abend schon, das ist ziemlich hell, das Licht. Dennoch eine ganz, ganz wichtige Person hier bei uns im Verein und wir wollen euch jetzt mal zeigen, warum. Wenn der Ball rollt, ist seine Arbeit getan. Andreas Beck, seit nunmehr 7 Jahren Athletik- und Reha-Trainer beim BVB. Der Dirigent ewiger Laufrunden. Zumindest immer mit dabei. Dank ihm sind die Jungs stets topfit. Ist doch mal jemand verletzt, bringt Andi ihn schnell wieder auf die Beine. Und auch sonst steht er den Spielern mit Rat und Tat zur Seite. Nur wenn der Ball rollt, dann ist seine Arbeit getan. Man sagt auch gerne so, das Gesamtpaket muss stimmen und deshalb sind so Leute wie Andi so eminent wichtig. Andi, aber am Ende bist du ja der Mann, der dafür sorgt, dass die Jungs keinen Ball zum Spielen haben, ne? Also wenn der Ball weg ist, bist du am Arbeiten. Wie beliebt bist du eigentlich bei den Spielern? Was bedeutet das? Ist gut. Nein. Ist schon so. Nein, also erstmal muss ich noch mal einschließen, also ich sitze hier stellvertretend auch für eine Abteilung. Ich habe noch 3 Kollegen, die natürlich mit mir diesen ganzen Nicht-Fußball-Part versuchen zu überblicken und mitzusteuern. Und das ist der Johannes Wieber, den wir jetzt frisch dazu bekommen haben im Reha-Bereich, der wirklich jetzt sehr lange Zeit mit Rafa Guerrero, aber jetzt auch vorhin schon mit Julian gearbeitet hat, der sich super integriert hat. Dann haben wir Matthias Golocci von der TU Dortmund, der dieses immer größer werdende Feld von Daten, vielleicht haben Sie es gesehen, ne? Die Jungs tragen immer so einen kleinen quadratischen Kasten im Nacken, wo wir wirklich jede Bewegung mitdokumentieren und versuchen, daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Und meinen Kollegen Florian Wangler, der noch viel länger da ist als ich glaube... Ich weiß gar nicht, viel. Du bist seit 2000. Ich glaube 2008 oder 2009 oder so kam er schon zum BVB als Praktikant damals unter Jürgen Klopp. Also insofern, also wir sind da ein eingespieltes Team, was versucht dann
alles das ja, mit zu bedienen, was jetzt nicht direkt mit dem Ball zu tun hat. Ich bin froh, dass es dieses GPS damals noch nicht gab. Als ich zum ersten Mal gehört habe, dass einer in einem Spiel 13 Kilometer gelaufen ist, da habe ich gesagt, das kriege ich in 3 Spielen nicht zusammen. Ja, sei froh. Wir fragen aber jetzt mal einen, der dich genau kennt, weil er auch jahrelang von dir profitiert hat, was er für Erfahrungen mit Andi gemacht hat. Ja, Andi Beck, unser Schleifer hier im Team. Ich meine, ich kenne Andi jetzt schon sehr, sehr lange, als Spieler noch erlebt und die eine oder andere Einheit auch mit ihm absolviert. Also der kann auch mal böse werden. Jetzt bin ich in einer anderen Rolle. Jetzt arbeiten wir auf einer anderen Ebene zusammen. Es macht trotzdem sehr viel Spaß, weil er auch immer wieder innovativ denkt, weil er immer wieder auch versucht, Dinge zu verbessern. Und ich denke, dass wir das ganz gut hier auf die Reihe kriegen gemeinsam. Also Andi, bis dato, machst einen guten Job. Ja, Schleifer, du kannst natürlich direkt kontern. Wie war es denn mit dem Spieler Sebastian Kehl? Wir sind unter uns. Ja, ganz unter uns. Ja, Sebastian war immer ein sehr selbstbestimmter Spieler. Also man muss natürlich immer gucken, wie kriegt man Zugang zu einem. Und Sebastian hat sich dann ja immer mal verletzt. Und dann kam er vom Platz, wurde untersucht und bei mir war noch keine Diagnose angekommen. Da wollte er schon den Plan für die nächsten 2 Wochen haben. Und hatte aber auch schon den Vorschlag dazu. Also das war halt Sebastian Kehl und so anhand dieses Vorschlags haben wir uns dann an seine Wiedereingliederung rangetastet. Ja, und manchmal war halt sehr viel Überzeugungsarbeit nötig, ihn vielleicht etwas langsamer zurückzubringen, weil er doch ein sehr ehrgeiziger Spieler war, auf dem Feld und neben dem Feld. Andi, eines der absoluten Modewörter in den letzten Monaten, Jahren war die individuelle Belastungssteuerung. Das kann man sich jetzt vieles drunter vorstellen oder auch gar nichts. Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen Licht in den Tunnel bringen. Ja. Wie viel Zeit haben wir? Ja. Nicht mehr. Ich habe gerade aufs Ohr bekommen, in 10 Minuten kommt ein Gewitter. Okay. Also das Problem ist, reicht. Danke. Nein, Andi. Angenommen, du möchtest 10 Bier am Wochenende trinken und bist aber nur 2 in der Woche gewöhnt. Dann ist das, was am Wochenende passiert, überhalb deiner Kapazität und deiner Toleranz. Ich mach's aber trotzdem. Das machst du trotzdem, aber das Risiko, dass es dir die nächsten Tage nicht so gut geht, ist relativ groß. Oh, das ist natürlich wieder doof. Wenn du aber gewöhnt wärst, 8 am Abend, jeden Abend zu trinken und trinkst ja mal 10, dann kannst du die ohne Probleme verpacken. Und das ist das, was dann sich das gleiche Konzept, ohne jetzt, wir sind im Gesundheitsbereich, ich will jetzt keinen zum Alkohol verführen, aber was sich dann auch auf den Sport übertragen lässt und auf Training, also um eine bestimmte Belastung aushalten zu können, muss man sich dran gewöhnt haben. Und wenn wir jetzt die 13 Kilometer nehmen, dann hilft es halt nicht, wenn ich immer nur 4 laufe und dann plötzlich 13 laufen will, sondern ich muss halt auch mal 10, 11 aber das dann Stück noch laufen. Speziell auf die Werte angepasst, die und das haben. ist genau. Und dann gibt es halt noch Sprints und Verletzungshistorie, Alter, Ausdauerkapazität. Also dafür machen wir auch dann die ganzen Tests, die dann uns Informationen darüber geben, ja, wie belastbar ist der Spieler jetzt, aus welcher Belastung kommt er und was braucht er und was kann er vertragen. Dein Bereich, der entwickelt sich enorm schnell weiter und es werden unfassbar viele Daten gesammelt und du gehst auch oft zu anderen Sportarten oder zu anderen Menschen, die sich damit beschäftigen und du versuchst davon zu profitieren. Was kann da noch kommen? Was kommt da noch? Also eigentlich noch sehr viel, weil wir sind gerade am Anfang. Um die ganze Geschichte überhaupt zu verstehen. Also ich denke, dass wir in Zukunft noch
noch detaillierter, noch besser, noch abgestimmter trainieren, um dann maximale Frische immer aufs nächste Spiel zu bekommen. Aber wir haben keine Angst, also es spielen schon noch alle zusammen, nicht, dass es nur noch individuelles Einzeltraining gibt. Nein, das geht nicht, aber es geht ja zum Beispiel, wenn wir jetzt einen aus der Verletzung zurückbringen, dann spricht man immer von einer Reintegration. Das heißt, wenn er ist jetzt nicht mehr gewöhnt, eine komplette Trainingswoche zu absolvieren, wäre aber in der Lage, ein Spiel zu spielen. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass wir in einer gewissen Zeit ihn dann immer wieder rausnehmen. Und jetzt so gibt es dann halt auch Spieler, die dann ihre Wehwehchen zum Beispiel übers Alter oder Verletzungshistorie mitbringen. Und die muss man dann einfach immer mal schützen. Oh, jetzt geht's los. Es sind erst 8 Minuten. Achso. Haben die schon wieder veräppelt? Ne? Ja, um sie dann am Ende am Spieltag auch frisch und fit zu haben. Ich glaube, wir müssen wirklich gleich ein bisschen uns beeilen. Vielleicht noch damals so eine Trainingssteuerung. Wäre das was für dich gewesen? Vielleicht hätte ich mich nicht so oft verletzt, ich weiß es nicht, aber ja, also früher, wir sind einfach gelaufen. Wir sind einfach gelaufen. Wir mussten einfach laufen. Einfach, ja, ganz genau. Wichtig ist natürlich, nach großen Anstrengungen immer den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen. Da habe ich mal eine Idee. Hier haben wir Brinkhoffs alkoholfrei, das dürfen wir sogar trinken. Das ist alles drin, Julian, was der Körper braucht. Ja, ehrlich. Das nehmen wir jetzt noch. Nehmen wir noch ein schönes Alkohol. Trinkst du gern Bier? Guck mal, der kommt vom Bauch. Hoffentlich hat das einer aufgenommen in Zeitlupe, wie Julian. Batsch, ich sehe das schon. Behaltet das für euch. Ja, dann können wir ja auch anstoßen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei euch, dass ihr heute gekommen seid. Ich hoffe, wir kommen alle trockenen Fußes nach Hause. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Otto, Julian, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja, sicher. Ja, sicher. Kommt gut nach Hause. Das war's vom Brinkhoffs Ballgeflüster. Tschüss, macht's gut, bis demnächst.